Und wir möchten euch bitten, dass wir eine wunderschöne Sitzposition einnehmen. Entspannen unseren ganzen Körper. Lassen die Schultern ganz locker nach unten hängen. Und die Hände können wir in unserem Schoß liegen lassen oder auf unseren Knie, so wie ihr möchtet. Und wir können dann unseren Ellenbogen etwas nach hinten ziehen, ja, damit der Brustkorb weit geöffnet ist. Und auf unseren Kopf stellen wir uns vor, das ist ein Faden, der zieht den Scheitel nach oben. Und dann unseren Kinn können wir etwas zum Brustkorb hineinziehen, damit der Nacken lang ist. Kopf und Wirbelsäule bildet eine Gerade. Und wir spüren unseren Körper, spüren unseren Atem. Und das Thema für die Meditation heute ist Verzeihung, Vergebung. Und danach werden wir die Praxis der Erdeberührung üben. Und wir genießen die Glocke, die Klänge der Glocke und das Chanting von unseren Schwestern. Schwester Chỉnh, Nghiêm. When we are focused in perfect mindfulness, our true nature is illuminate. The shore of confusion is left behind.
Noble Sangha diligently bring our minds into meditation. Namo Shakyamuni Buddhaya. 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 Mach es dir bequem auf deiner Unterlage oder auf deiner Sitzgelegenheit. Dein Rücken und dein Kopf finden ebenfalls eine für dich angenehme Position, aufgerichtete Position. Und spüre jetzt einmal bewusst in deinen Körper hinein. Und rücke dich gegebenenfalls noch einmal zurecht. Und wenn sich dann alles gut anfühlt, dann schließ sanft deine Augen. Du spürst deinen Atem und nimm wahr, wie er kommt und geht. Ein und aus. Achte darauf, wie sich dein Brustkorb hebt und wieder senkt. Und wie deine Bauchdecke abhebt und wieder zusammenschrumpft, zusammensinkt. Beim Ein- und Ausatmen.
Die Entspannung kommt von ganz allein. Du spürst deine Unterlage und wenn du machst, dann lass deinen Körper schwerer werden und erlaube ihm, noch tiefer in die Unterlage zu sinken. Die Erde trägt dich. Du bist hier vollkommen sicher. Und nimm nun die Geräusche in dir und um dich herum wahr. Lass sie einfach an dir vorbeifließen. Diese Geräusche helfen dir, immer mehr zu entspannen. Versuche nun, die Stille, die hinter all den Geräuschen existiert, wahrzunehmen. Die wunderbare Stille in dir, die immer vorhanden ist. Aber oft ist diese Stille verdeckt durch Gedanken und Geräusche im Außen. Aber wenn du ganz achtsam und aufmerksam bist, wirst du sie finden. Die Stille jenseits der Oberfläche.
Und oft kann diese Stille eher gespürt als gehört werden. Es ist eine besondere Wahrnehmung, die diese Stille erkennt. Suche jetzt nach diesen Augenblicken der Stille. Fange sie mit deiner Aufmerksamkeit ein und lasse nun diese wundersame Stille durch deinen Körper fließen und durch deinen Geist. Und nimm wahr, wie sich die Stille allmählich im ganzen Körper ausbreitet, wie sie dich ummantelt, umhüllt und wie sie in jede einzelne Zelle deines Körpers dringt. Ruhe, Stille. Und diese Stille bewirkt ein tiefes Gefühl des inneren Friedens, der Ausgeglichenheit und der Entspannung in dir. Und wir möchten nun mit der Vergebungsmeditation, mit der Verzeihungsmeditation beginnen. Versuche während der Meditation, während dieser Vergebungsmeditation, Verzeihungsmeditation in die Brust zu atmen,
Diese Atmung verschafft dir Raum im Herzbereich. Sie öffnet dein Herz. Atme ein und aus im Herzbereich. Zuerst möchtest du dich selbst verzeihen. Mach es dir bewusst, dass du dir im Laufe deines Lebens viele Sachen aus Wut, Angst oder Unwissenheit auch sehr oft selbst geschadet hast. Und sag dir gedanklich, so wie ich anderen Leid zugefügt habe, so habe ich auch mir auf vielfältige Weise wehgetan und geschadet. Ich habe mich bewusst oder unbewusst in Gedanken, Worten und Taten verraten, mir wehgetan, mich selbst verletzt. Vielleicht hast du etwas getan, worüber du Schuldgefühle oder Scham empfindest. Oder du hast jemanden verletzt oder du blickst verbittert und enttäuscht auf einen Konflikt zurück, in dem du dich taktlos und respektlos verhalten hast. Vielleicht gibt es einen inneren Zorn und Enttäuschung über eine Gewohnheit, für die du dich schämst. Oder du kannst es an dich selbst nicht ausstehen. Oder dass es dir an Mut oder Durchsetzungsvermögen mangelt. Versuche mit diesen inneren Schmerzstelle, die von vielen Härte umgeben ist, Kontakt zu nehmen. Welche körperlichen Wahrnehmungen stellen sich hier ein? Und welche Gefühle, welche Gedanken hast du gehabt bei dieser Situation? Hast diese Situation vor deinen Augen und fühle dich selbst.
Nimm die Kostbarkeit deines Körpers und deines Lebens wahr. Betrachte, auf welche Weise du dir selbst geschadet und Kummer bereitet hast und vergegenwärtige dir hier die Situationen, die dir in den Sinn kommen. Wie ist diese entstanden? Möglicherweise ist es nicht absichtlich entstanden oder geschehen, sondern du hast aus Unsicherheit, aus Verzweifel oder aus Angst gehandelt. Manchmal scheint etwas absichtlich geschehen zu sein, aber wenn du objektiv zurückblickst, erkennst du vielleicht, dass du wie betäubt aus Zorn, aus Wut, aus Eifersucht, aus Nichtwissen oder einer anderen Emotion gehandelt hast. Und dass hinter deiner heftigen Reaktion viele Ursachen liegen, die du dich nicht ausgesucht hast. Und was ist mit all den Folgen, die sich daraus ergeben haben? Konntest du diese Folge vorher überblicken? Oder hast du dich bewusst dafür entschieden? Und lass auch das Bedauern zu, das du darüber empfindest und an dem du schwer trägst. Und dann sage dir, dass du diese Last loswerden kannst. Und verzeihe dir jede einzelne Wunde, die du dir selbst zugefügt hast. Und sage mehrmals gedanklich zu dir selbst, ich sehe, wie ich mir selbst und anderen etwas angetan habe und verzeihe mir dies jetzt.
Ich sehe, wie ich mir selbst und anderen etwas angetan habe und verzeihe mir dies jetzt. Oder sagst du dir selbst, dass ich mir durch mein Tun und Lassen aus Angst, Wut, aus Verwirrung oder Unwissenheit auf vielfältige Weise geschadet habe, verzeih ich mir vom ganzem Herzen. Und möglicherweise ist das zu viel verlangt von dir. Dann kannst du auch zu dir selbst sagen, möge ich mir irgendwann einmal dieses schmerzhafte Verhalten verzeihen. Möge ich mir irgendwann einmal dieses schmerzhafte Verhalten verzeihen. Und jetzt möchten wir die anderen um Verzeihung wegen unseren Fehler bitten. Mach dir bewusst, dass du im Laufe des Jahres, im Laufe deines Lebens anderen Menschen in vielfacher Weise verletzt hast. Vielleicht fallen dir jetzt auch ein oder mehrere Beispiele ein. Und rufst du dich eine Situation in Erinnerung, in der du jemanden verletzt hast, vielleicht bewusst, indem du jemanden beleidigst oder indem du wütend den Hörer aufs Telefon knallst, oder vielleicht hast du jemandem unabsichtlich Schmerz zugefügt durch die Art, wie du deine Liebesbeziehung beendest, oder indem du unnötig streng zu deinem Kind warst, das gerade besondere Zuwendung gebraucht hätte. Oder vielleicht hast du das Gefühl, dass du jemanden immer wieder mit Wutanfällen oder mangelnder Aufmerksamkeit verletzt hast. Nimm du dich etwas Zeit dafür
dich an diese Umstände zu erinnern, unter denen du jemandem Schmerz zugefügt hast. Und fühle den Schmerz, die Enttäuschung oder die Verlassenheit, die diese Person möglicherweise gefühlt hat. Und beginne jetzt, während du dieser Person innerlich deine Aufmerksamkeit zuwendest, um Vergebung zu bitten. Nimm im Gedanken seinen Namen, ihren Namen und sage, ich verstehe den Schmerz, den du fühltest, und ich bitte dich, mir zu verzeihen. Ich verstehe den Schmerz, den du fühltest, den Ärger, das Leid, und ich bitte dich, mir zu verzeihen. Ich habe andere in vielfacher Weise verletzt, sie im Stich gelassen. Vielleicht ich habe dich verraten und dir geschadet. Ich habe dir vor lauter Kummer, aus Angst, aus Wut, aus Eifersucht, aus Verwirrung, bewusst oder unbewusst dir Schmerz zugefügt habe. Lass hier deine Erinnerungen zu und fühle dir die Art und Weise vor Augen, in der du andere verletzt hast. Und machst dir das Leid den anderen bewusst. Und fühle auch dein Bedauern darüber. Und sage dir auch klar, dass du dich von dieser Last befreien kannst, indem du um Vergebung bittest. Du kannst dann sagen, bitte verzeihe mir, bitte vergebe mir.
Und fühle deinen Körper, die Empfindungen im Körper, wenn du diese Sätze leise vor dich hin sagst. Ich bitte dich um Verzeihung. Bitte vergebe mir. Wiederhole immer diese Bitte mit aufrechtem Herzen. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich bitte dich um Vergebung. Und jetzt möchten wir die anderen verzeihen, die uns weh getan haben, die uns Leid verursacht haben, die uns verletzt haben. Jeder von uns ist schon einmal betrogen oder verletzt worden. Vergegenwärtige dir die Situationen, die dir gerade in den Sinn kommen und dich vielleicht aktuell noch belasten. Nimm das Leid wahr, das dir dadurch zugefügt wurde. Und stell dir nun vor, dass du diese schwere Last abwerfen kannst, indem du dich dazu aufraffst, zu vergeben. Denke jetzt an eine Erfahrung, bei der du dich noch tief enttäuscht, dich verletzt fühlst, zurückgestoßen fühlst, Missbrauch oder betrogen fühlst. Und achte darauf, ohne dich selbst zu verurteilen, ob du noch immer Vorwürfe oder Zorn gegenüber der Person fühlst, die dich verletzt hat. Hast du diese Person aus deinem Herzen verbannt? Erinnere du dich so genau wie möglich an die Situation, in der du verletzt wurdest? So kannst du dich zum Beispiel an einen bösen Blick eines Elternteils erinnern, harsche Worte eines Freundes, oder den Zeitpunkt, als du entdecktest, dass ein vertrauter Mensch dich hintergangen hat, oder dass dein Partner dich verlassen wollte und betrogen hat. Und mach du dich die Gefühle bewusst, die dabei auftauchten und auftauchen. Den Groll, die Scham,
den Zorn oder die Angst. Spüre den Schmerz, wie er sich in deinem Körper, in deinen Gedanken oder deinen Emotionen äußert. Und sage dir nun wiederholt, ich erinnere mich an viele Situationen, in denen mir andere vor lauter Wut, Angst, Schmerz und Verwirrung Schaden zugefügt haben. Ich habe darunter lange genug gelitten. Und ich vergebe den anderen so gut ich kann. Ich verzeihe ihnen, ich verzeihe ihr, ich verzeihe ihm, ich vergebe ihnen. Ich fühle den Schmerz, der durch dich verursacht wurde. Und soweit ich es vermag, verzeihe ich dir dies. Ich fühle den Schmerz, der durch dich verursacht wurde. Und soweit ich es vermag, verzeihe ich dir dies. Oder wenn du noch nicht in der Lage bist, dies zu sagen, dann kannst du auch sagen, ich fühle den Schmerz, das Leid, der durch dich verursacht wurde. Und ich habe die Absicht, dir dies zu verzeihen. Ich habe die Absicht, dir dies zu verzeihen. Und dann lass jetzt alle Bilder los. Alles darf jetzt wieder ziehen. Und verweile in Stille. Alles darf sein. Halte an nichts fest. Dann nehmen wir noch 3 tiefe Atemzüge. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmen weiß ich, dass ich ausatme. Ein und aus.
Dankeschön. Wir können jetzt unsere Hände reiben, warm reiben. Und wir massieren unseren Gesicht, unseren Kopf, unseren Körper. Locken unsere Sitzhaltung. Bewegen die Finger, die Zehen. Massieren die Knie, die Füße. Und bei dem nächsten Klang der Glocke stehen wir wieder auf und wir schütteln uns ein bisschen, wir schütteln den Körper ein bisschen, bevor wir wieder uns hinsetzen. Und dann praktizieren wir die Erdberührung. Mit der Erdberührung werden wir auf die Erde alles geben, was wir nicht an uns mögen, was wir nicht an den anderen mögen. Wir geben auf die Erde alle unseren Leiden, unseren Schmerzen und wir nehmen wieder die Frische und die Stabilität der Erde auf. Und dann stehen wir wie eine neue Person, ganz frisch. Und wir geben alles, was wir nicht mögen, alle diese Ungeschicklichkeit und Achtsamkeit von unseren Enten in den Boden, auf die Erde, auch alles, was wir von unseren Vorfahren als negativ Verhaltensweisen, an Negativenergie in die Erde ab. Ja? Und dann, wir stehen wieder auf. Und dann wir nehmen auch alle Stärke, alle Tugenden von unseren Vorfahren, alle schöne, achtsame Verhaltensweise von unseren geliebten Menschen, nehmen wir auf und wir möchten das weiter kultivieren. Wir schütteln unseren Beine ein bisschen. Ja. Und danke. Und wir setzen uns wieder. Und jedes Mal, wenn wir die Erde berühren, werde ich euch dann einladen, wieder aufzustehen. Und wir berühren die Erde. Dann werde ich euch auch bitten, wieder aufzustehen. Ja? Und aber habt keine Bedenken, ich sage schon, wann wir aufstehen müssen, sondern oder wann wir uns wieder die Erde berühren. Dankeschön. Wir genießen erstmal 3 Klänge der Glocke für die Erdberührung. Dann möchten wir euch bitten, wieder aufzustehen. Ja, wir stehen wieder auf. Zunächst stehen wir aufrecht, sind in Berührung mit unserem Atem
und haben die Hände vor der Brust zu einer Lotusblüte geformt. Einatmend beruhige ich mich, ausatmend entspanne ich mich. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Ich bringe meine Aufmerksamkeit zu meiner Blutsfamilie, meiner genetischen Familie. Ich denke an meinen Vater und an meine Mutter, deren Blut und Vitalität in mir fließen und jede meiner Zellen nähren. Durch sie sehe ich meine 4 Großeltern, ihre Erwartungen, Erfahrungen und ihre Weisheit haben sie von so vielen Generationen geerbt. Ich trage das Leben, das Blut, die Erfahrungen, die Weisheit, die Freuden und die Sorgen aller Generationen in mir. Ich öffne mein Herz und meinen Körper, um die Kraft von Erfahrung, Liebe und Einsicht, die mir von allen meinen Vorfahren übertragen wurde, in mich aufzunehmen. Ich sehe meine Wurzeln in meiner Mutter, meinem Vater, meiner Großmutter, meinem Großvater und in allen meinen Vorfahren. Ich weiß, dass ich nur die Weiterführung dieser Ahnenreihe bin. Und ans Nachkommen dieser Vorfahren verneige ich mich tief und erlaube ihre Energie, mich zu durchfluten. Ich bitte meine Vorfahren um Unterstützung, Schutz und Kraft. Dankbar verneige ich mich vor allen Generationen meiner Vorfahren. Die Glocke und wir berühren die Erde, wenn wir die Glocke jetzt hören. Wir berühren die Erde. Alle meine Großeltern, meine Vorfahren, mein Vater, meine Mutter, alle sind lebendig in mir mit all diesen wunderbaren Qualitäten. Ich lasse alles los, ich gebe mich hin, um mit der Erde einzuwerten. So kann ich akzeptieren, was die Erde gibt, alles, was erscheint. Die Erde ist so reich und so tief. Die Erde wird alle die negativen Verhaltensweisen meiner Vorfahren, meines Vaters, meiner Mutter aufnehmen. Dinge, unter denen ich sehr gelitten habe. Vater, die Art, wie du mich verurteilt hast, war so hart. Deine sarkastischen Worte haben mich so sehr verletzt. Ich habe sehr unter dir gelitten. Die Erde nimmt alle diese schlechten Dinge von dir auf. Ich übergebe der Erde dein kaltes Gesicht, Vater, Großvater. Wenn du nicht zufrieden warst, hast du die Familie mit eiskalten Augen betrachtet. Ich übergebe der Erde alle diese negativen Verhaltensweisen, die uns haben leiden lassen. Mutter, deine Verzweiflung, deine ständigen Beschwerden, dass wir dich nicht genug lieben, oder ich sei so egoistisch und würde dich nicht genug lieben. Du hast uns alle sehr leiden lassen. Ich übergebe der Erde deine ungerechte Behandlung, Mutter. Ich will versuchen, dass ich meine Liebsten
nicht auf die gleiche Weise leiden lasse. Die Erde wird alle diese negativen Verhaltensweisen aufnehmen. Meines Vaters, meiner Mutter, meines Großvaters, meiner Großmutter, meiner Tante, meines Onkels, alle diese unschönen Dinge. Die Erde wird sie transformieren in Blumen des Verstehens. Diese Blumen des Verstehens werden in meinem Herzen sein und ganz langsam die Situation verändern. Wir stehen auf. Einatmend beruhige ich mich. Ausatmend entspanne ich mich. Ich bin jetzt eine ganz neue Person. Ich habe alle meine Unruhe, Angst, Furcht, Krankheit und Wut los. Die Erde hat alle meine Negativenergie aufgenommen. Die Erde hat das, was für mich schmerzvoll und schwer anzunehmen ist, verwandelt. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Ich versuche, meine ersten Wurzeln zu heilen, die Wurzeln meiner Blutsfamilie. Wie wunderbar, dass alle die negativ Verhaltensweisen meiner Familie der Erde übergeben wurden. Ich spüre, dass in diesem Körper zahnlose junge Frauen und Männer meiner Blutsfamilie lebendig sind. Ich habe kein eigenständiges Selbst. Mein Selbst beinhaltet das wunderbare Selbst meiner Mutter, meines Vaters, meiner Großeltern, alle der Vorfahren meiner Blutsfamilie. Ich werde mich nie einsam fühlen, denn wenn ich tiefer schaue, sehe ich euch alle lebendig in diesem Körper. Und wir werden jetzt die zweite Erdberührung machen. Wir hören zuerst einen Klang der Glocke. Und wir berühren die Erde. In Dankbarkeit und Mitgefühl verneige ich mich tief und übertrage meine Kraft auf jene, die ich liebe. Alle die ganze wunderbare Energie, die ich durch die Erdeberührung angesammelt habe, möchte ich zuerst an das kleine Kind in mir, an mein inneres Kind übertragen. Weil es da viele Verletzungen hatte und dieses kleine Kind Heilung braucht. Ich spüre den Nektar der liebenden Güte und das Mitgefühl in mir. Und dann alle die Kraft, die ich erfahren, die ich erhalten habe, möchte ich jetzt meiner Mutter, meinem Vater, meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern, meinen Geschwistern, allen, die ich liebe und allen, die meinetwegen litten und sich sorgten, weitergeben. Ich weiß, dass ich in meinem Alltagsleben nicht achtsam genug gewesen bin. Ich weiß auch, dass die mich lieben, mit ihren eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Sie haben darunter gelitten, dass sie nicht das Glück hatten, in einem Umfeld zu leben,
dass sie zu ihrer vollen Entwicklung ermutigte. Ich lasse meine Energie an alle meine geliebten Menschen zufließen, sodass ihre Kummer Linderung findet und sie lächeln können und die Freude des Lebens spüren. Ich möchte, dass sie alle glücklich und gesund sind. Ich weiß, dass auch ich glücklich bin, wenn sie es sind. Ich empfinde gegenüber keinem von ihnen mehr irgendwelche Ärger. Ich bitte darum, dass alle Vorfahren, meine Blutsfamilie und meine spirituelle Familie ihre Energien auf jeden von ihnen richten und sie alle zu schützen. Ich weiß, dass ich nicht von meinen geliebten Menschen getrennt bin. Ich bin eins mit allen, die ich liebe. Wir stehen auf. Einatmen beruhige ich mich. Ausatmen entspanne ich mich. Wie wunderbar, dass die Erde alle negative Verhaltensweisen von mir und von meinen liebenden Menschen aufnehmen und transformiert wird. Die Erde verwandelt alles, auch Gott, Urin, in einen wunderschönen Frühling. Und wie die Erde will ich auch alle negativen Samen in mir in Blumen des Verstehens verwandeln. Ich fühle meine Dankbarkeit und Akzeptanz gegenüber meinen Eltern, meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Geschwistern. Ich fühle mein Gleichgewicht. Ich fühle Frieden und Harmonie mit mir und mit den anderen. Ich fühle, dass ich bin nun Klarheit, Frieden, Licht von so vielen wunderbaren Wesen. Ich bin Frieden, ich bin frei, ich bin Licht und ich bin fest entschlossen, die Gesellschaft zu dienen und zu helfen. Wir hören jetzt zwei Klänge der Glocke, um die Abendsitzung zu beenden. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr habt die Meditation und die Erdberührung gut empfunden und ihr könnt dann weiter üben, wenn ihr das macht. Diese Aufnahme wird weiter in unseren Webseite behandelt und ihr könnt dann jederzeit wieder aufmachen, um zu üben. Wir danken euch sehr für das Mitpraktizieren und wir danken, dass ihr zusammen mit uns praktizieren und uns sehr viel die Energie, der kollektive Energie geben. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, schlaft gut und träume süß. Und wir sehen uns wieder morgen um 6:30 Uhr bei der Körperübung. Dankeschön. Tschüss. Gute Nacht.